Moin Moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir stehen hier in Monaco. Hier sind die ersten Schattenbahnhöfe fertig und die Formel 1 macht zumindest kleine Fortschritte, das werde ich euch gleich zeigen. Ich stehe hier mit Gerd. Ihr wart mit 47 Leuten in Monaco und habt so mal richtig genervt dort. Wie war der Empfang, also so die Menschen vor Ort? Wurden wir ernst genommen? Also es ist interessant, also es ist ein positives Entgegenkommen da. Die freuen sich, dass in Hamburg Monaco entstehen soll. Schön. Das ist für die natürlich eine tolle Möglichkeit, nochmal ihre schöne Stadt hier im Norden zu präsentieren. Ne? Wir haben Monaco aufgemischt, das ist jetzt total verändert, die Stadt. Aber in erster Linie haben wir uns natürlich auch informiert, wie lebt sich's dort. Also wie sieht einmal die Stadt von der Ferne, vom Wasser aus? Wir haben eine Bootstour gemacht, die war richtig geil. Und So, dann, so mit Rudern oder echt auf so einer fetten nee, Yacht? das war hinten so ein kleiner Hilfsmotor. Alles klar? Für die Yacht hat es leider nicht gereicht. Aber wir haben uns das Ganze am Wasser angesehen, damit man einfach mal die Fernsicht hat. Und da ist das ja die Stadt am Hang. Und auch die leuchtende Stadt in der Sonne. Das war ganz, ganz toll. Ne? Und dann haben wir uns in die Stadt vertieft und waren dann in den Gassen, in den Straßen unterwegs und haben uns dann das Leben auf der Straße angesehen. Und das ist ja nochmal ganz anders. Einmal die Läden, den Luxus, den man da sieht, aber also ganz normales Alltagsleben. Ne? Also viele Monegassen leben ein ganz normales Leben. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass wir einen südländischen Clans hier wieder in die Hütte bekommen. Das werden wir. Genauso wichtig. Einen lauten südländischen Klang mit der Formel 1 und vielen, vielen Häusern. Ja, genau. Und natürlich einigen Besonderheiten. Es gibt da das Ozeaneum. Da haben wir ja vorher lange diskutiert, wie wir das darstellen können. Und du hast mir schon gesagt, ihr habt eine Idee vor Ort gehabt. Genau, also wir hatten uns gedacht, das wäre doch richtig cool, wenn man da die Fassaden öffnen würde. Irgendwie technisch hoch, runter, links, rechts, wie die Augsburger Puppenkiste. Und dann innen das Alltagsleben zu zeigen. Ne? Mit Wasser? Egal wie, also mit Animation oder Bin mit gespannt. irgendwelchen bewegten Fischchen oder sonst was in kleinen Aquarien drin, das wäre bestimmt die Sensation. Ne? Okay, seid ihr da? Cool. Ach ja, genau. Und ich wollte nämlich eigentlich zur Formel 1 dieses Jahr mit dem monegassischen Motorsportclub-Chef sprechen und so ein bisschen Formel 1 vorbereiten. Aber da wir noch nicht so weit sind, habe ich das auf nächstes Jahr verschoben und hatte dich ja gebeten, kannst du da mal eine Tür öffnen? Hat das geklappt? Wir haben eine Tür geöffnet, das war eine ganz interessante Begegnung mit dem Präsidenten, den kennenzulernen. Anfangs war er reserviert, weil er nicht wusste, was wir wollen, aber irgendwann hat er Feuer gefangen. Schön. Und ist voll aufgeblüht. Da nehme ich euch nächstes Jahr mit und dann schauen wir mal, wie wir die Formel 1 da abschließend vorbereiten, weil dann hoffentlich technisch alles am Laufen ist. So, seid ihr schon am Zeichnen zum Beispiel? Wir sind momentan schon voll in den Planungen. Hier sieht man schon die ersten unterirdischen Teile, aber die Stadtplanung ist im vollen Gange. Da gehe ich jetzt mal hin und guck mir mal bei Stefan an, was ihr 3D-mäßig schon so habt. Weil er sagte mir nämlich, wir wohnen auch auf dem Gang, ich muss unbedingt vorbeischauen. Ja, gut, danke. Dann lass uns Bis das später. So, ich muss mich mal von diesem faszinierenden Plan lösen, weil das ist ein Geschenk. Das haben wir bekommen von Monaco direkt, sozusagen ein 3D-Plan der Stadt. Denn wir haben diese riesen Herausforderung, wie immer, zu streichen, kleiner zu machen oder ähnliches. Denn wenn wir Monaco, so den Bereich hier, den wir mit der Marina und so weiter so bauen würden, dass man es wiedererkennt, dann würde es ungefähr dem gesamten Italienabschnitt entsprechen. Da wir ja über die Jahre alle Bauabschnitte immer reduziert haben, müssen wir es, damit es zu den anderen passt, zu Italien passt und so weiter, bei Monaco auch tun, haben also eine gewisse Fläche zur Verfügung. Und das ist deine größte Herausforderung gerade, ne? Genau. Verabschieden von schönen Visionen. Ja, du sagtest ja gerade, dass man es wiedererkennt. Das ist gerade die Herausforderung für uns. Also man soll es ja trotz der Reduzierung wiedererkennen. Aber mittlerweile sind wir da, glaube ich, ganz gut drin, dass es nicht so sehr auffällt, dass wir was wegkürzen. Ich muss nämlich sagen, ich kannte diesen Originalplan noch nicht und kannte nur dein Werk, so wie stellen wir uns Monaco vor, und ich habe es sofort wieder erkannt. Mir wird jetzt erst bewusst, wie viel eigentlich rausgestrichen ist, deswegen, ich finde das Ergebnis vor allem für die Fläche, die wir zur Verfügung haben, sensationell. Aber du kannst uns ja mal zeigen, wie bist du denn zu diesem Rausstreichergebnis gekommen, dass es trotzdem so realistisch aussieht? Okay, also das ist hier der Originalplan, so wie es im Original auch ist, mit der kompletten Fülle. Und das wäre jetzt unsere Reduzierung. Allerdings, das ist hier die Altstadt, den haben wir noch nicht als 3D-Daten, den können wir aber noch bekommen. Mhm. Wir sehen jetzt gerade den Teil hier im Vergleich nochmal. Und ich bin dann halt reingegangen, habe geguckt, welche Gebäude sind markant, welche kennt man von der Formel 1 aus dem Fernsehen. Und da hat man natürlich immer die Kopfgebäude, wie dieses hier zum Beispiel. Und das haben wir dann hier gleich mit reingesetzt. Und man guckt sich ein Foto an und überlegt, okay, was habe ich mir gemerkt? Und das versucht man dann im Plan wiederzugeben. Also diese Schlucht Saint-Devote mit der Kirche im Original, hast du sie hier in der Schlucht stehen.
Also die Kirche ist da, die Schlucht ist da, dann hast du hier diese kleinen Häuser. Ich gehe mal kurz ins Google. Hier sieht man das Kopfgebäude. Dann haben wir dieses Gebäude noch. Dann haben wir ein paar Gebäude rausgelassen. Hier wieder die Nische. Dieses Gebäude haben wir wieder ein bisschen eingekürzt. Aber so ist dann der Gesamtwiedererkennungswert gegeben. Oder auch wenn man hier über die Schlucht fliegt, die Kirche ist sehr markant, diese Straße, die davor lang geht und hier die kleinen Häuser am Hang und hier diese beiden, die bei uns vor der Säule sitzen. Um das mal ganz krass zu zeigen, wie viel wir teilweise kürzen, ist dieses markante Gebäude. Und dann steht hier oben das große Hotel. Das wollten die Planer aus Monaco möglichst gerne reinhaben, aber da hatten wir überhaupt keinen Platz für. Wenn man hier weiter guckt, das ist das Hotel de Paris und das steht bei uns direkt an der Spitze von dem Haus. Und trotzdem haben wir hier die gesamte Rennstrecke langlaufen. Ich mache das nochmal an. Guck mal, das ist hier das Hotel und das ist das spitze Gebäude. Und trotzdem haben wir hier unten die Rennstrecke langlaufen. So wie sie vermeintlich gehört. Ja, guck mal, wir haben das Casino, wir haben das Café de Paris. Unser Casino ist natürlich auch wieder ein bisschen kleiner und auf dem Grundriss von 1920. Das wird später gar nicht auffallen, weil du diese Anordnung kennst mit dem Park in der Mitte und diese Einsäumung mit den Gebäuden. Und die haben wir hier halt auch wieder. Ja, wenn man Monaco richtig gut kennt oder vom Planungsamt ist, dann vermisst man das vielleicht, aber unser Wunderland-Besucher, der wird sagen, das sieht ja toll aus wie im Original. Also, ja, das ist ein Kunstwerk, Stefan, weil du sitzt seit fast 2 Jahren dran, also am Streichen und am Lösung finden, weil wir wussten, das wird eine Herausforderung. Und großes Kompliment, das wird Monaco. Ja, danke schön. Ja, ich bin super gespannt. Vor allen Dingen, ich sehe natürlich auch die Formel-1-Strecke da immer zwischendurch und bin wahnsinnig neugierig, wie das am Ende aussehen wird. Ich kann dir nochmal diesen Plan zeigen. Da siehst du, hier füllt sich das jetzt langsam auch mit Gebäuden. Also die Klötze verschwinden und es kommen schon ausgearbeitete Gebäude in den Plan rein. Also es ist jetzt schon in der Mache. Das heißt, alles was das sind grau ist, fertig sind schon gezeichnete Häuser, sodass wir mit den Bauarbeiten langsam beginnen können. Genau, das sind ausgearbeitete Bausätze, die jetzt so nach und nach schon gebaut werden und dann auch schon mal für eine Stellprobe hingestellt werden können. Wahnsinn. Hast du diesen Plan, wo die grünen Häuser eingezeichnet waren? Ja. Dann kann man das nämlich mal deutlich machen. Wir werden wahnsinnig viele Häuser bauen müssen, komplizierte und tolle Häuser. Aber wenn man Monaco hier sieht, Plan, genau. das ist der Plan von Monaco. Das ist der Original-Schwarzplan Monaco. Und ich habe dann einfach mal aus Spaß die Häuser grün gefärbt, die wir bei uns verwirklichen können. Und da sieht man schon, hier in Monte Carlo haben wir so ziemlich alles drin. In der Altstadt haben wir auch viel, hier in dem Bereich sogar mehr, weil wir ja die Länge rausholen mussten. Genau. Da konnte man dann diese Gebäude, die hier stehen, einfach hier mit dran fügen. Und an der Rennstrecke eben auch vereinzelt Gebäude, hier sogar den ganzen Originalbereich so übernommen. Und die Schlucht, alles was an der Schlucht ist. Und hier haben wir exemplarisch ein paar, ich sag mal, Füllgebäude genommen, hier für unsere Trabantenstadt, die im Original, hier ist sie leider nicht komplett mit drin, aber bei uns habe ich sie schon als Würfel drin, das wäre dieser Bereich. Das sind dann Auszüge. Und all diese Häuser müssen jetzt im Detail gezeichnet werden. Ihr macht Bausätze draus, sodass die Modellbauer es zusammenbauen können, altern können und so weiter. Und dann hoffen wir, dass irgendwann Monaco fertig ist. Genauso wie mit der Formel 1. Da sind wir seit über einem Jahr eher im Softwarebereich unterwegs und mehrfach an die Grenzen des Systems gestoßen. Und wir gehen jetzt mal zu Axel und gucken mal, wie es heute aussieht. So, ich bin jetzt hier bei Axel. Axel ist gerade mäßig gelaunt, das kann ich verstehen, weil wir haben hier einen Motorschaden, könnte man sagen. Denn den Motor habe ich hier in der Hand und den Ersatzmotor auch. Und dann gibt es sogar noch einen Ersatzmotor des Ersatzmotors und alle sind kaputt gegangen heute. Ist Pech, passiert uns häufiger, weil das ist einfach Testphase. Und wir arbeiten mit sehr hohen Strömen, sehr viel Wärmeentwicklung und da kann sowas passieren. Das heißt, der Motor muss repariert werden. Das wird ein paar Tage dauern. Ich muss es wie so oft nachliefern. Aber man kann zumindest andeuten, weil eine so eine Platine macht so ein Teil. Und es fehlen jetzt einfach da eine und da eine. Aber wir können mit dem Auto zumindest mal ein kleines Stück fahren. Zack. Und hier sieht man, das Auto springt so ein bisschen. Da hat Axel fast eine Woche den Fehler gesucht, um dann sagen zu können, mein Fehler.
muss in meiner Software irgendwas sein, werde ich dann suchen. Das heißt, erstens, mal schnell vorweggenommen, ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge endlich mal eine schöne Testrunde drehen können. Für diejenigen, die sich noch nicht so mit der Formel 1 beschäftigt haben, weil sie neu bei Gerhards Tagebuch sind, wir versuchen über wirklich sehr genau gesteuerte Magnetfelder, die in 0,7 mm Abschnitten sind, mit sehr starken Strömen, ein sogenanntes Halbach-Array, was sich unter dem Fahrzeug befindet, in Bewegung zu setzen. Und das so präzise und gesteuert, dass es nachher wie eine Formel-1-Fahrt aussieht. Das ist die Schnellfassung. Dafür brauchen wir pro so einem Streckensegment eine Steuerplatine mit diversen Mikrocontrollern, die zusammen kommunizieren müssen mit meiner Steuerungssoftware, die das Ganze drapieren muss sozusagen. Die Strecke wird lang und sie wird auch noch breiter als 2 solche Sektorreihen, wie wir es nennen. Das heißt, wir werden x-fach solche Platinen haben. Und es bedeutet, dass wenn uns wieder welche um die Ohren geflogen sind, dann müssen wir ganz genau herausfinden, war das jetzt nur ein Bug, den wir gemacht haben, oder ist es eventuell ein Problem mit der Platine, weil wir da irgendwann in die Vervielfältigung gehen und davon werden wir sehr viele machen und die sind sehr aufwendig. Elke macht die, das werde ich euch irgendwann auch mal zeigen, wie sie so eine Platine mit der Hand tatsächlich bestückt. Spannendes Thema vielleicht auch für die nächste Folge. Aber man kann sagen, die Fortschritte im letzten Jahr halten sich für euch in Grenzen, weil ihr habt, glaube ich, sogar schon mal eine Runde gesehen und dass wir jetzt heute nur noch geradeaus fahren können, ist eigentlich eher ein Rückschritt. Aber sie kommen, denn es ist eine sehr aufwendige Softwarelösung, die in den Mikrocontrollern stattfindet. Da ist nicht viel Rechenkapazität, das heißt, man muss eine Wurzelberechnung in möglichst viele Additionen und mit Tricks zerlegen, da ist Mathematik gefragt. Probieren, Fehlersuche. Und wir haben ein globales Problem, welches uns seit 3 Jahren bewusst ist. Wir haben Leiterbahnen in X- und Y-Richtungen, über die dieses Halbach-Array immer hüpft sozusagen, immer mit Strömen weiter geschubst wird. Und in der Kurve sind diese Leiterbahnen innen eng und außen weiter auseinander. Wenn wir jetzt so eine Sektorreihe, das zeigen wir hier gleich mal anhand dieser Platine, haben, wo diese Linien so sind, dann eine Sektorreihe daneben haben, da müssen mehr Linien sein, sonst wird der Abstand zwischen den Linien außen viel zu groß, dass keine Magnetfelder mehr herrschen. Also gehen die Linien in einer Kurve von innen nach außen nicht homogen ineinander, sondern es kommen hier neue dazwischen. Und dieses Halbach-Array kann ja 2 Sektoren betreffen. Wenn das Fahrzeug die Spur wechseln soll, dann ist ein Teil dieses Magnetfeldes in dem einen Sektor und das andere in dem anderen. Und wenn dann die Leiterbahnen nicht so sind, das wird mathematisch. Und da quält sich Axel jetzt seit ungefähr, ich würde schätzen, ein Dreivierteljahr, nähert sich immer mehr an, dass wir auch in der Kurve ruckelfrei fahren können. Das ist das Ziel. Wenn das nicht schnell genug weitergeht, sage ich mal so, weil ich will ihn auch nicht unter Druck setzen, das tue ich zwar täglich, aber dann werden wir einfach erstmal mit ein bisschen Ruckeln leben und erstmal einfach fahren. Aber noch haben wir maximal einen Monat Zeit. Bis dahin muss die Entscheidung gefällt werden, ob wir Formel 1 in Monaco machen oder Formel 1 in wo auch immer, es also verschieben. Drückt uns die Daumen, danke für eure Geduld, danke für deine Geduld, Axel, und dass du auch nach 4 Jahren immer noch so motiviert bist. Und ich zeige euch nochmal krönend eine sensationelle, ruckelnde Geradeausfahrt eines Formel 1 Autos. Wir können das besser.